Karate ist nicht ein Sport. Ich würde es nicht als Sport bezeichnen. Karate ist wirklich eine Lebenseinstellung. Sasha, we finished our sparring rounds, our fights. Everybody knows that you're a very passionate fighter and that you're preparing for the World Tournament in Japan this November. What is the passion for you behind fighting? What is what you like most about it? What makes you excited about it? Well, what I love about fighting is that you are always against another opponent, so it's never the same. Always it's like a new game every time, and also over that it allows you to get better and to see if you improve during the training and during the year. So it's double face. Do you find that you also fight against yourself often, even though you're very well trained? I'm sure your stamina is good, your fitness is good, but do you have sometimes the moments that you think, oh, now I have to fight my own will and motivate myself, or do you not have that anymore? No, of course. This is the most difficult. When you're fighting, you're sweating, you're having fun, so you enjoy. Which is difficult is when you have to do everyday basic training, stretching, physical training, running, and this is the most difficult because you fight against yourself. Also in Geneva, I have my team who support me a lot, but I don't have fighters to fight with, so it's very difficult to go to the dojo and to train every day. So this is the biggest fight, is always against yourself. How do you find solutions to find partners to spar with, especially in preparation for the World Tournament? I move. For example, I go to Poland with my friend there, or I go to France, or I go to Spain, and I train with a good fighter there. So this is the best way for me to have sparring. So as we're a big family in Kyokushin, I have a lot of friends all around the world, and I can go and train with them. That's awesome. But you invest a lot of time and money for the preparation. Tell me a little bit about the journey until the World Tournament. When did it start, and what phase are you in now? Which phases did you go? It starts since the last tournament. Yes, which was 4 years ago. 4 years ago. So you keep training, you keep trying to improve, and I would say the last round is maybe 5-6 months better before. So you begin to train harder, and that's the moment when I begin to move around, to go to do sparring with people. For example, all the summer I was not home, I was not with my family, which was very difficult for me. But I had to move to go to Poland again, to Spain, to here, and try to find people to train with. And how do you prevent from injuries, for instance, and also where do you get your energy from when you're having a phase where you say, okay, now I'm tired, but I have to keep on going because the tournament is coming closer and closer? I think when you're preparing such a tournament, the training becomes like a job. Sometimes you are happy to go to your job, sometimes it's more difficult, but anyway you go. Then you try to do your best every day, and sometimes you do better than others. And to prevent injuries, you have also to listen your body. So maybe one day, if I feel pain in my leg, maybe I'm not going to do big kicks, but I'm working something different. Or maybe today I am not going to run, I feel pain in the knee or whatever, I'm going to do more stretching or more upper body training. So you have to listen your body, but you don't have to miss the training. Of course.
And how do you recharge for yourself? I think rest is part of the training. It's not only sleep. You need to sleep. I think 6 hours is really the minimum. 8 is better when you do hard training. Sometimes it's difficult if you have a job aside. And also you have to go to baths, you have to do stretching, you have to do massage. All these things is part of your training, because otherwise you hurt yourself and then you are not 100% in the training. Do you work besides training, or do you just train for the World Tournament? My first goal is the World Tournament and the training, but I work aside. I work as a teacher of mathematics and biology at school in Geneva. So I have some hours. I have 80% this year, so it's quite a lot preparing the classes and everything. But you must be organized. Now I am preparing all my class, the maximum I can for all the year. Like this I can continue to train during the week. And teaching, I think, is one of the best solutions, because you have time in the morning before, if you wake up at 6, and you have time at night, and also during lunchtime, so you can train three times a day if you're well organized, and then you can correct the mistake of your sitting during stretching or the weekend. Yes, exactly. But Awesome. It's sure that it's a lot of sacrifice, because you begin maybe the day at 6 and you finish at 9, and between that maybe I can find 1 hour to see my daughter or to be with my wife, but you're exhausted, and you lose a lot of social life and family life during this preparation. But also this is part of your mental training, because you know what you lose, so you must give your best, otherwise it doesn't worth it. Which leads me to the question, what is your goal at the World Tournament? Well, I did it 4 years ago. My goal, first of all, is to see if I improve during these 4 years, and of course is to do my best, try to go as far as possible in this tournament, which is incredibly hard with very good fighters. So just do the best, and at the end of the fights, be proud of myself and say, okay, you improved, and so. Last question, it's your first time at the Tomodachi camp. How did you like it? Did you enjoy it? Did you think it's fun? Did you think it's boring? We're incredibly boring people. No, I think you're not boring at all. You know, you organize my camp in winter as well, and it's quite similar, because it's like a family camp, even if you are a lot of people, 140, so it's a huge camp, I think, but with friendship and with respect, and I think this is very important. You know, some camps people try to see which one is the best, and I don't feel this here. I really feel like a group working together to get better. The teacher were nice, interesting. Also, we don't do only fight or only kata. We do a little bit of everything. Children was there, so very nice camp. I love it. Will you come back? Of course. Depend who will be the second party. Okay. We'll see that tonight. Sasha, we wish you the best of luck for the World Tournament and for the last preparation phase. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Yes.
Was habe ich gehört? 37 Jahre machst du Karate? Das stimmt, ja. 37 Jahre. Mit 7 Jahren habe ich angefangen. Mit 7. Und haben das durchgezogen bis heute. Da, 44 jahresmäßig, wenn man das mal zurückkalkuliert, 3 hin 4 mit Sinn war das 1982. Ja, Januar 82. Lange vor meiner Zeit. Habe ich den ersten Karate-Kurs begonnen. Als Bub mit kurzen Hosen ist das losgegangen. So in dem Stil ist es gegangen. Das hat mich das Leben lang begleitet jetzt. Und ich habe alle Epochen so ein bisschen mitgemacht. Vom Kindertraining. Vom Kindertraining, von den ersten Turnieren, die wir so gemacht haben, Kindertraining. Dann ist man also Junior geworden, Pubertät gewesen, dann ist es weitergegangen, dann ist man ein bisschen älter geworden. Und ich bin dann irgendwann auch in die Nationalmannschaft gekommen und hatte mein erstes Training mit Manni Huka, weil er der Trainer war von der Nationalmannschaft. Und ich bin als Junior dort so gestanden, ein paar Trainings, also Seminare im Rauch, Trainingslager. Ja, aber dann ist das weitergegangen, dann ist man älter geworden. Dann haben die Wettkämpfe richtig angefangen im Ausland. Und dann ist irgendwann eine Europameisterschaft gekommen, Schweizer Meisterschaft mitgemacht. Ja, und dann irgendwann ist auch in Japan gekommen, ich bin in Japan gelandet. Auch meine Hochzeitsreise habe ich übrigens in Japan verbracht, in dem Monat mit einer Frau. Da sind wir rumgereist. In Amami sind wir gesehen, in Chernidoye. Natürlich auch in Verbindung mit Karate, oder? Die Hochzeitsreise. Natürlich, aber wir haben überall trainiert, jedem Dojo, wo es gegangen war, haben wir trainiert. Das war viel wichtig. Das war unsere Hochzeitsreise. Ja, und dann in Tokio sind wir natürlich auch gesehen. Ja, also wir haben ein bisschen Japan, kann man sagen, wir haben ein bisschen Japan gesehen. Okay, wie wichtig ist das für dich, dass deine Lebenspartnerin auch Karate macht? Ich meine, das ist ja... Das war die ultimative Ergänzung in meinem Leben. Das ist mein Leben. Also Karate war natürlich meine Faszination. Seit ich Bub war. Das Gleiche war eigentlich auch jährlich. Und durch Zufall in einem Trainingslager, wie es halt so ist, haben wir uns kennengelernt und dann ist das losgegangen. Und das matcht wahnsinnig gut. Das ist wirklich nicht die Sache. Und du hast aber dann schon ziemlich früh in deinem Leben ein eigenes Dojo gehabt, gell? Ja. Ein Dojo, ich habe schon mit 22 habe ich schon das eigene Dojo aus der Not heraus? Oder? Aus dem Grund, nein, wir waren ein Dojo in St. Gallen, wo es sehr technisch und Kata-orientiert war. Also Kata haben wir recht ein hohes Level gehabt, mit sehr viel Kata-Training. Wie es aber so war, mit 22 und dort hat es noch weniger interessiert als das Komitee. Wir haben mehr Komitee-Training. Und somit haben wir können sagen, ja, ein eigenes Dojo. Und wir hatten ein Dojo, wo wir in einem Fitnesscenter eingemietet waren. Und das war eine optimale Ergänzung. Wir konnten Krafttraining machen, Fitness, auch ein Dojo trainieren. Und wir konnten 24 Stunden in ein Dojo, wie es war. Und wir hatten hier aber auch wirklich mal intensiv trainiert und auch am Morgen ein Training arbeiten, am Abend wieder ein Training. Dann haben wir so Intensivwochen, haben wir dann gesagt, wo wir dann Intensivwochen gemacht haben. Und uns dann so optimal vorbereiten für eine Meisterschaft. Ja. We're standing on the left leg. We go down and up. My giri. Down and up. Ich, ni, san, shi. Knees out. Okay? Now we lift our feet and we're trying to stay in balance. Focus on one point. Try to have a straight back. Focus on the hikite here. When I don't have tension in my hikite, it will be like this.
pepper, salt, pepperoncini into your kata. Go slowly. Stable and slow. Now fast. Stop. Don't move. Don't move. And slowly. Don't move. Stable. And now. No. In different organizations, we're going to have different techniques. But it is only the part because we say this is something different. Too much noise. So please, do the kata and the form in your organization. If you have the maigeri, you jump with maigeri, okay? And the other, they don't. Okay? Just... it was 90 degrees. I corrected him because, you know, because all will go 45 and he will go 90 degrees. He don't. Maybe you go a little bit back because you crashed it with others. Understand? Okay, maybe change. Du bist erfahren im Komitee-Kämpfen, Turnierkämpfen und im Kata-Kämpfen, oder? Ja, mehr Kata, ein bisschen weniger Komitee. Aber War früher mehr Komitee oder wie ist es? Ja, also als Kind viel mehr Komitee, weil es auch viel mehr Möglichkeiten gegeben für Komitee. Und irgendwann hat es so ein bisschen geändert, dass es auch mehr Kata-Turniere gegeben hat. Und ja, und das hat für mich irgendwie besser gepasst und dann bin ich so ein bisschen in die Richtung gegangen. Was ist denn für dich von der Turniervorbereitung her, was ist denn für dich beim Komitee das Besondere und beim Kata vorbereiten? Was ist denn der Unterschied? Weil vielleicht, die denken sich manche, boah, ich sehe das Gleiche. Ja. Kannst da und da hingehen, wenn du dich vorbereitest. Es ist, ich glaube, Komitee ist viel mehr auch noch mit Ausdauer. Also weißt du, selber vorbereiten mit Sprinten und viel am Sack arbeiten, dass einfach das Pumpi schaffen. Und Kata, habe ich herausgefunden, ist viel statischer. Also du musst viel mehr statische Kraft aufbauen. Und ich glaube, das ist so der Hauptunterschied, weil im Kämpfen, ja, dort muss einfach die hohe Pumpe mögen. Ja. Das ist so. Oder? Ja, das stimmt. Ja. Und ich glaube, also Kata ist auch sehr intensiv, aber es ist viel statischer und mehr mit statischer Kraft und Explosivität. Das ist ich habe dich beobachtet bei der Vorbereitung zur letzten EM und da hast du schon geschnauft, dass deine Pumpe gegangen ist. Und ich meine, du lässt ja nach links, nach rechts, hin und her und das ist schon auch dynamisch. Ja, aber es ist aber schon etwas anderes, weil beim Kämpfen, du kannst irgendwann wie ein bisschen, wenn du nicht mehr so magst, kannst du schon den Kopf ein bisschen ausschalten und dann kommen einfach die Kombinationen, die du immer gemacht hast. Also dann kommt so die Routine raus. Und beim Kata bist du immer voll fokussiert und machst wirklich jeden Schritt bewusst, mit voller Kraft, vollem Speed und hast aber auch nur wirklich einen begrenzten Rahmen. Also du weißt, okay, ich muss bis dort und dann ist es fertig. Und das ist schon nochmal ein bisschen eine andere Kondition, habe ich das Gefühl. Ja. Ist es mental auch was anderes für dich? Ja, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass ich halt jetzt mit Kata ein bisschen mehr Erfahrung habe. Weil
beim Kämpfen habe ich wirklich Respekt, weil halt jemand steht mir gegenüber und du weißt, okay, es tut jetzt weh. Es kommt genau jetzt. Jetzt. Und beim Kata, dort weisst du, okay, es tut nicht weh, es ist einfach anstrengend. Ja. Aber ich habe jetzt gemerkt, die letzten paar Mal bin ich immer nervöser geworden. Also vor jedem Kata-Turnier bin ich jetzt immer nervöser. Kurz davor oder am Turniertag selber oder wann kommt diese Nervosität? Ja, also am schlimmsten ist es am Turniertag. Das ist das in der Früh, gleich nach dem Aufstehen? Oder ja. Schläfst du gar nicht? Nein, also wenn ich in die Halle reingehe und dann ist gerade wow, ist so. Was kannst du da machen, dass du die Nervosität... Ja, das muss ich jetzt herausfinden. Ist das dann der nächste Ziel, eines deiner nächsten Ziele? Ja, das definitiv. Ich glaube, das hat mir letztes Mal an der EM und am TOMODACHI CAMP hat mich das ein bisschen gehindert an der Leistung, habe ich das Gefühl gehabt. Weil, also speziell am TOMODACHI CAMP, dort habe ich es nicht unter Kontrolle gehabt. Und mental bereit sein? Ja, ich glaube, es war wirklich, dass ich sehr hohe Erwartungen hatte. Ich glaube, ich habe mich dann sehr unter Druck gesetzt. Ich glaube, man muss wie ein bisschen lockerer sehen. Weil, ein gutes Beispiel, ich habe mir das dann nachher im Nachhinein überlegt, warum ist das so gewesen? Und in Japan, magst du dich erinnern, wir sind eigentlich mega ohne irgendwelche Erwartungen dort hingegangen. Und wir waren so locker gewesen, keine Nervosität, nicht. Und es ist einfach gegangen. Und ich habe mich dann zurückerinnert und gefunden, eigentlich müsste es genau so sein. Weil es kommt, also ich muss keine Angst haben. Und wenn du sagst, dass ihr mehr Fokus damals aufs Kumite gesetzt habt, was würdest du sagen, ist dennoch Kion, Kumite und Kata gleich viel wert für dich? Oder hat sich das verändert im Laufe der Jahre? Oder würdest du sagen, es ergänzt sich alles? Oder? Es sind so Phasen und das ist auch schön am Karate, dass es so Phasen gibt. Also Kion und Kata, also der Kion ist eine Basis fürs Karate, das ist eine Basisgrundtechnik, die man lernt. Das ist wichtig, das ist Techniktraining. Aber auch wichtig, man muss auch den Körper trainieren. Das war ein Fitnesstraining, da hat sehr viel Zeit auch investiert. Und der Part Kumite ist eigentlich die Königsdisziplin im Karate. Und das ist so komplex und es braucht so viele verschiedene Fähigkeiten, um dort man muss aufbauen. Zwischen Technik, zwischen Körper, aber auch mental sehr stark sein. Man muss wachsen im Mental. Und man braucht sehr viel Erfahrung. Wenn man möchte ein guter Kämpfer sein, muss man viel Erfahrung sammeln. Man muss aber auch mit sich selber sich als Mensch kennenlernen und sich den eigenen Stärken und Schwächen stellen. Vor allem den Schwächen stellen und dort anfangen aufbauen. Das braucht wahnsinnig viel Zeit. Und dann ist halt einfach zu dieser Zeit der Zeitaufwand für das Kata, der dann ebenso viel Zeit braucht. Also das ist auch wirklich, wenn man es auf einem hohen Niveau machen will, braucht es auch sehr viel Zeit und Energie. Das haben wir halt einfach nicht gehabt, weil wir schlichtweg kein Profi waren. Also ich bin nie dort ein Profi und habe immer arbeiten. 8 Stunden. Und die 8 Stunden haben mir dann gefehlt. Und die habe ich dann gestrichen in der Kata. Die habe ich dann streichen.
den Jahren, wo ich noch jung und fit bin und aktiv, möchte ich Komitee. Und dann geht man dann auch Karate. Muss man quasi priorisieren in den Phasen, verschiedenen Phasen seines Lebens wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Je nach Zeit. Das Komitee hat dann bei mir auch mal zeitweise dann auch ein bisschen Priorität verloren. Und dann habe ich wieder geschwitzt und bin dann ins Kata wieder reingegangen. Mhm. Und das hat aber auch gut getan. Ich konnte mich dann voll aufs Kata konzentrieren. Und dann hat man auch dementsprechend auch Erfolg, wenn man sich auf Kata konzentriert. Und so ist das Karate immer so ein Begleiter, mal so, mal so. Ja. Und das Karate, das Schöne am Karate ist, dass man kann bis ins hohe Alter führen kann. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil wenn du sagst, okay, ihr habt so extrem intensiv trainiert und in der Früh und am Abend und sehr viel Zeit investiert. Also man kann ja nicht sagen, dass Karate ein herkömmlicher Sport ist. Oder du gehst ja nicht in den Club und dann trainierst du da und gehst wieder raus. Sondern eigentlich ist es viel mehr, was bedeutet das Karate für dich? Karate ist nicht ein Sport, ich würde es nicht als Sport bezeichnen. Karate ist wirklich eine Lebenseinstellung. Und da ist es auch geschöpft worden, eigentlich. Also Karate, wo es entstanden ist, in Okinawa damals, ist das wirklich eine Sache, da hat man vom Vater zum Sohn oder zur Tochter das weitergegeben in der Familie. Da hat es ganz viele kleine Doshos gegeben in Okinawa. Die grossen Doshos waren da noch gar kein Thema gewesen. Und das war der Grundgedanke, also der Budo-Spirit, den man so weitergegeben hat. Und darum ist das gar nicht mehr so der Sport, sondern das ist mehr eine Lebenseinstellung, also Spirit. Und Karate redet ganz viel von Spirit, aber bei uns speziell der Kyokushin-Spirit. Und ich würde das wirklich so bezeichnen, das ist eine Lebenseinstellung.
And more spirit, more power. TOMODACHI CAMP. Let's see where the spirit is. Atmosphere. Here we go. Dann hast du in den letzten 37 Jahren bestimmt Leute kommen und gehen gesehen. Also kommen und bleiben tun die Leute wahrscheinlich, die genau denselben Spirit und denselben Vogel haben. Und gehen dann halt die das nicht so das Karate, das ist wie das Leben. Also das Leben ist ein stetiger Wandel. Es kommt und geht und Leute kommen in deinem Leben und Leute verlieren auch wieder dein Leben. Und so ist es auch im Karate, das ist genau das Gleiche. Also das ist nichts anderes. Also wir sind auch Menschen. Also die einen machen das intensiver, die anderen machen das als Hobby. Und je nachdem, was für ein Ziel das man hat im Karate, warum das man das macht, geht man dann tiefer rein ins Karate oder dann weniger tief. Und sagt, ja, das langt mich eigentlich, ich will nicht so tief gehen. Und bei den anderen Leuten war das erst der Anfang, sie wollen einen Schritt weiter machen, doppelt so tief reingehen und so viel Zeit investieren, weil sie dann fasziniert. Das muss aber jeder selber für sich selber wünschen. Das ist auch gut, das Karate lässt das auch zu. Also. Stimmt, je nach Zeit und Motivation und was auch immer gibt. Genau, und Lebenssituation natürlich auch. Klar. Je nachdem, ist man so krank oder ist man gesund oder will man mehr machen. Interessiert einen zum Beispiel den Wettkampf oder interessiert einen das nicht, den Wettkampf. Und man kann es auch so sagen, dass das Wettkampf gar keine Rolle spielt. Das kann man auch machen. Das ist relativ flexibel. Und wenn du sagst, dass Karate so viel, also deine Lebenseinstellung ist und dich so viel begleitet im Leben und du so viel gereist bist fürs Karate, dann hast du ja bestimmt Freundschaften auf der ganzen Welt, oder? Wie viel Prozent, das ist das Schöne. Wie viel Prozent deiner Freundschaften, würdest du sagen, sind jetzt Karate? Ich glaube 100%. Nein, 100%. Also das ganze das sind dann auch wahre Freunde vom Herzen, oder? Ja, das sind Freunde, wo wie soll ich es sagen, die den gleichen Spirit mit dir teilen. Die genau gleich in die Richtung schauen, die auch so tief gehen und die Faszination in sich hinein haben. Die Faszination, die man hinein hat, nur mit dem Herzen dabei sein. Das ist wichtig und dann geht das. Und ja, also mein ganzes Privatleben kann ich sagen, also, das ist alles auf Karate ausgerichtet. Very good speed.
You see the faces. You're going to see your face on the camera. The movie is there. And you will see yourself giving 100%. Focused, smiling, going. Wow. No give up. That's Kyokushinkai. And everybody together, one team, one group, one family. You're my brother, you're my sisters. We are family, we are together. You're my friends. Karate is the best friend in your life that you will ever have. What problem you have, you go to the dojo, everybody say us, and all your friends hug you. So remember, if you have a problem, go to the dojo, because all the friends are waiting to help you. This is what Tomodachi is, friendship, all together, karate, never give up. Der Großteil vom Karate, wie man schon gesehen, verbringt man im Dojo. Das ist das Herzstück vom Karate, das Dojo. Das Dojo-Training und das alltägliche Training. Und die Stütze, die man dann nicht hat, im sozialen Umfeld, es gibt dann wahnsinnig viel Kraft und Unterstützung. Und man geht so durch die Training durch, man tut sich auch zusammen miteinander weiterentwickeln. Und die Weiterentwicklung ist ganz, ganz wichtig. Man darf nicht stehen bleiben. Man darf ja nicht irgendwelche Leute abdrücken und sagen, du darfst jetzt so nicht weiter und so, sondern dass man jeden Freiraum bekommt, um sich entwickeln kann. Das ist ein wesentlicher Punkt, den ich ganz wichtig finde. Das macht dann auch Spaß. Man merkt, man macht Schritt für Schritt weiter, dann ist die Motivation auch da. Und die Motivation ist natürlich ganz wichtig. Und der Motor der Motivation ist die Freude. Man muss Freude haben, was man macht. Und die Freude holt man sich im Dojo. Mit seinen Freunden. Mit seinen Freunden. Die Freude mit den Freunden. Das reimt sich gerne, das ist gut. Ja. Da sind wir ja quasi eigentlich schon bei Tomodachi gelandet, würde ich sagen, oder? Das ist das Motto. Ist das der Grund, Tomodachi. Warum hast du sie miteinander das Dojo so benannt? Ist das Herzstück, was du gerade gesagt hast? Tomodachi? Also, wo wir das Tomodachi gegründet haben, da haben wir uns vorgestellt, ja, was haltet uns eigentlich da, dass wir so viele Jahre Karate machen. Und dann haben wir gedacht, ja, es sind nicht die Techniken, es ist nicht die Kondition, es ist nicht der Körper, es ist nicht der Geist, es ist nicht irgendwie, ja, was ist es denn wirklich? Und da sind wir auf den Punkt gekommen, Freunde, das sind unsere Freunde, das sind unsere Wegbegleiter, das sind Menschen, die uns wichtig sind. Und in der ganzen Karate-Welt haben wir gesagt, besprochen, dass der Mensch ist das Zentrum. Das sind unsere Freunde. Und dann sind wir schauen da im Internet, ja, was heisst denn Freunde auf Japanisch? Dann steht da gestanden Tomodachi. Das klingt ja noch gut, Tomodachi. Ja, das ist lässiger. Ja, das hat uns gefallen. Und der Name Tomodachi Dojo hat sich gerade so gereimt. Und ich dachte, okay, das machen wir, das ist gut. Und das ist ein wunderschöner Sinn dahinter. Und uns ist wichtig, dass wenn wir es hier schon machen, dann soll es einen Sinn dahinter haben. Es muss einen Wert haben. Und letztendlich unsere Freunde auch irgendwo mit gewissen Werten begegnen. Und der Wert, den wir haben, unsere Lebenseinstellung, und dann kommen wir dazu auf den Spirit, den wir haben, das ist uns wichtig. Ja. Also schließt sich wieder der Kreis. Der Kreis hat sich dann geschlossen, wirklich. Und das ist schön. Und jetzt ist es ein Tomodachi Camp, wo man auch internationale Leute aus der ganzen Welt, sogar aus Kanada dieses Jahr, dieses Jahr ist sogar Leute von Kanada. begrüßen. Ja, das Tomodachi Camp, das ist gewachsen, wie unser Dojo eigentlich auch, also mit den Jahren, mit der Zeit. Und schön finde ich da beim Tomodachi Camp, es ist eine Community von Leuten, die die gleiche Einstellung haben. Und das ist das Schöne da. Und Freundschaft können wir ganz klar ins Zentrum stellen. Wenn wir als Freundschaft ins Zentrum stellen, sagen wir, den Menschen ins Zentrum hineinlegen. Und alles drumherum können wir dann aufbauen, aber der Mensch bleibt da. Und es ist wichtig, dass sich auch jeder wohlfühlt im Tomodachi Camp. Und wichtig, dass jeder individuell das findet, was er sucht. Das ist wichtig. Weil wir haben alle verschiedene Ziele, wie wir ja gesagt haben. Also, du hast vielleicht das Ziel und ich habe ein anderes Ziel. Und das Karate bietet das Ganze auch. Die ganze Struktur, wo man kann ihre Ziele finden. Und dass sich die Leute auch hier im Tomodachi Camp weiterentwickeln können. Das ist gegeben. Und das ist etwas, wo wir durch die Freundschaft wirklich Freude haben und können zelebrieren.
nach dem Training heute? Ja. Hat es dir gefallen bis jetzt, das Ja, Camp? schon cool mit Kämpfen, wenn man mit einem Erwachsenen kämpfen kann. Kann man auch wieder was ausprobieren. Macht dir das Spaß? Macht richtig Spaß. Sag, wie lange machst du schon Karate? Wann hast du, warte, wie alt bist du überhaupt? Ich bin 12. 12? Ja. Immer noch? Okay. Wann hast du mit Karate angefangen? Ich habe mit 5 angefangen, also schon seit 7 Jahren. Oh wow. Und weißt du, wie du zum Karate gekommen bist? Ja, mein Dad hat, wusste halt, dass man da Karate machen kann. Und dann hat er mich einfach mal so hingeschleppt. Und dann habe ich das mal ausprobiert und dann fand ich schon cool. Ich weiß noch, ich hatte beim ersten Training Strumpfsocken an, man muss ja barfuß trainieren. Okay. Und dann hatte ich halt Glück, dass eine Stoppersocken dabei hatte. Ah, echt? Stoppersocken. Und die hat er dir gleich gegeben, oder? Ja. Ja. So geht das im Karate, gell? 1, 2, 3, schon ist man befreundet. Mit den Stoppersocken. Oder? Ja, So schon. geht das. Okay. Und ja, jetzt trainierst du 7 Jahre lang. Und was bedeutet das Karate für dich? Ist es Eigentlich alles, also es gehört einfach dazu. zu deinem Leben? Ja, schon. Und man hat ja auch da seine Familie und alle sind auch nett zueinander. Hast du das Gefühl, du kannst dich verlassen auf die Karate-Familie? Also wenn da mal, zum Beispiel wenn da irgendwer blöd kommt, dann gehst du zu Memo-Senpai und sagst Memo-Senpai Ja, doch. Schon. und dann glaubst du, also dann glaube ich, dann spielst du aber Granada, oder? Ja, Schon, oder? schon. Und was gefällt dir am besten am Karate? Man kann auch wieder was Neues ausprobieren und wird auch einfach gefördert. Und auch mit der Kata, dass man da was gut kann man da auch immer wieder perfektionieren, kann auch auf was abschauen. Und die sind auch alle nett, also die helfen auch allen. Alle. Machst du Turniere Kata und Kumite? Also ich habe die letzten 2 waren auch im Kata und Kumite, aber im Kata bin ich irgendwie besser. Ich weiß nicht, beim Kumite ist einfach nicht ganz so gut. Nicht so deins? Also es macht zwar schon Spaß, aber so bei Turnieren im Moment ist nicht so weit. Okay, aber das heißt ja nichts, weil ich meine, das Karate ist ja ein ganz langer Weg. Und ich meine, wenn es dir jetzt mehr Spaß macht, zum Beispiel Kata zu machen, kann es ja sein, dass du in ein paar Jahren sagst, okay, aber jetzt hätte ich Lust, ein bisschen Kumite zu probieren, oder? Oder Ja, glaubst du, wenn du dich einmal entscheidest, bleibst du für Nein, immer? ich denke, das ändert sich schon manchmal. Oder weil ich hatte auch vor kurzem, da war es noch so Kata, habe ich überhaupt nicht gemacht. Bei Kumite habe ich jetzt nicht so. Das ist das Leben, gell? Wir verändern uns und mit uns verändert sich danach das Karate und dann hast du halt, weiß ich nicht, vielleicht mal eine Phase, da hast du mehr Bock auf Kata und dann wieder eine, wo du weniger Bock hast. Und Ich finde es auch witzig, bei Kata kann man böse schauen. magst du böse schauen? Ja. Machst du das beim Kumite auch? Oh. Okay, das ist der Kata-Blick. Ist das der Kata-Siegesblick? Ja. Aber Sehr gut, sehr gut. Und du bist jetzt zum wievielten Mal schon beim TOMODACHI CAMP dabei gewesen? zum Dritten. Zum 3. Mal. Gefällt es dir immer noch? Ja, schon cool. Hast du das Gefühl, dass die Familie noch mehr wächst und noch mehr Freundschaften entstehen Ja. und dass du dich lustig austauschen kannst mit den Leuten? Ja, schon. Das merkt man auch beim Kämpfen, weil jetzt irgendwie so ein Dojo, wenn man jetzt halt immer so unter den gleichen ist, dann hat man halt auch immer die gleichen Gegner und so. Und hier dann hat man wieder neue Gegner. Links von der Kata halt her hat man die oft gute Tipps auch. Oder auch, unser Anhalt jetzt auch gemeint, dass man, wenn man einen anderen Kata lernt, dass man auch verschiedene Teile nimmt und die dann später zusammensetzt. Ich denke, das kann schon gut helfen. Cool. Super. Dass man da dann auch wieder lernt, wenn man mit einer anderen was lernt. Ja, ganz genau. Weil das ist jetzt dann auch sicherlich einer deiner nächsten Schritte oder du bist bestimmt auch schon den anderen Sachen am Erklären. Aber das ist cool, dass du dann auch diese Ebene ein bisschen bereichern kannst. Ja, schon. Sehr gut. Dann wünsche ich dir für die nahe Zukunft im Kata-Turnier Leben oder die Karriere, dass du deinen Kata-Blick noch böser machen kannst und noch präziser machen kannst und dass du weiterhin erfolgreich bleibst. Bleib unbedingt, wie du bist. Ich würde gerne wissen, welche Kata man lernen kann. Ich kann fast Tennis schon. Oder ist doch richtig, oder? Das ist richtig.
Shihan, Was- we've met each other a long time ago, and we've already seen and lived through various different camps together. But what I don't know about you is how long have you been training karate? Karate, for the moment I start 38 years ago. 38 years ago. Yeah. Okay. I believe that 38 years ago the camps were different. Everything was different. The techniques were different. And, Absolutely. In my time when we did karate, the only focus, not the only focus, but most of the focus was having pain Yes. and go over the limit every time again. So when we went to the dojo and we trained, it was kill training. We had no shin pads, we had no protection at all. It was fighting to the death. Then we get home with a lot of bruises. And when the bruises were nearly away, the next training was there. So it was a very strong spirit we had to have and a character. And we could not give up. Because if you give up in that time, it would have been the stop of karate. So it was always going through and through and through. So it has changed a little bit until today, Yes, of absolutely. course. And of course also the camps, because in our time a camp was very strictly. Everybody had to stand in Fudodachi, say us all the time, no emotions, no. And now we're making fun. Now we have the friendship and everybody enjoying. And we try to motivate everybody. And you see that people, even with the smile, they work harder. Because they are motivated and they go for it 100%, and that's great. Exactly. I mean, you spent a lot of summer during different summer camps, and you work so hard to bring all the people together. I mean, what's your motivation? What's your goal behind this? Yeah, it's for a long time already my goal that we see that there is a new movement coming on. And you know, I'm very busy with the European Full Contact Karate organization. And actually, this is an organization, not like another organization, it's a movement. And the movement wants to bring people together, wants to bring ideas together, wants to bring organizations together for the benefit of all of us. Because together we are stronger. And working together means, it's the word team, together everybody achieve more. And that's what the new movement wants. And the new movement is many young fighters coming up, or people who have fought in the past. They become friends, but we all are in different organizations. And actually, Kyokushin is one big family. So if we work together, it's so great. It gives a great feeling. And I have worked very hard on that, and I will continue to work very hard, because you see the smile and you see what is growing, this movement. And now next year we have a World Full Contact Karate Championship 1 month before the Olympics in Tokyo, where all the organizations will be a part of it. So after Sosai, that is the first time that all the organizations will fight together to have one world champ. How great is that? I'm having goosebumps right now. and as you mentioned, the new generation wants it. You can tell that after Sosai died and everything split, that there was a lot of fights and a lot of problems. But now you can feel the young fighters. I talked to Sasha earlier, and he said he's going out to his friends in Poland, to his friends in Spain and Italy, and he says they are his friends. Although, of course, eventually on some tatami they will meet on tatami and they will have to fight. But as I said, it's all friendship, and they want to profit from each other. It's so nice to see that everybody's giving everybody something. Karate is a special sport. It's not really like another sport, because karate go very deep, and certainly for fighters, because when you fight each other on the tatami, the respect during the fight grows and grows and grows and grows. And maybe you are my enemy on the tatami, but afterwards we got so many respects for each other that we become friends forever. I remember that when I fought Midori in the World Tournament, that after he says to me, Kun Sensei, real fighters, real friends. So it means we fight for real, now we will become brothers forever. And that's so great, and you don't have that in another sport. So I think that's the power of Kyokushin, that it goes from the heart, the mind, the soul, and everything goes with that. And it's so wonderful. So maybe it's a little bit more than a sport.
Absolutely, it is absolutely more than a sport. State of Karate mind. is a way of life, Yes. and you only can understand that if you do karate. And if you go to the low parts, that you have to sweat, that you nearly drop out, that you have to do a lot of efforts, and doing that together with other people makes this bond that is so strong and that you cannot find in another sport. And if you experience that, then you will be a Kyokushin Karateka forever, because it's like a microbe that bites you and you never can get rid of it. Absolutely. Because it's so strong. It's a little animal, but it's very strong. Very. Yeah. Shian, I remember one time in Belgium at the camp, I had the honor to train and to fight with Karateka. Yes. It was for me an unbelievable honor because Yeah. I've never fought the Karateka before. I had the honor to train with them. Okay. It was for me at first a very intimidating experience, Yes. because for I some know. reason people Yep. people think that people in wheelchairs or with Yeah. mental health issues or body health Yeah. issues cannot do karate, but you prove to the world, and you even have a Karateka world champion Yes. in your Yes, dojo. yes, yes. You proved us wrong, Yeah. and you work hard no. for this. What is important is that karate must be a sport for everyone, and everyone can be a part of our big family. And you cannot imagine what it does to a person with a handicap, with a disability, that he is part of that big family. So for him, it's like a whole world goes open, and he can also wear a dogi, and he also can wear an obi, and he's part of that big. So it means a lot for them, and it's not. The benefits are not only from me. I work a lot in that. I work together with people from Shotokan, from Wadoria, from Wojoria, and also theirs. So we are working now together to get all the full contact people together. But in iKarate, all the karate people work together for the benefits of people with disability. And what you give them is unbelievable. And what's so special about these people, and we have a program for all kinds of disability. Whatever, a wheelchair, mental problem, physical problem, blind people, deaf people, whatever, we have a program for everyone. And also a system for a tournament for everyone. So, and that they can go and grow to the tournament, it's so fantastic. And I think it gives karate also a very social, nice image. Because we are open, we are a family. Everybody is part of the family. Nobody we put out. So and it's unbelievable. Also, that's my passion. I am so passionate to help people and to give to people. And if you give to people, and also that is very important in karate, you get so many things back. So karate is also not only the sport, but we making better people. Yes. We give education, we give them a way of life that we want to help. We are proud to be a karateka, and by helping people, we show people that karate is a good sport. So our goals are to make good fighters, and also to make better people. And karate is so nice. Absolutely, and I think that it also reflects on the character of a person in private life. Yeah, in a normal life. Outside of karate, I mean, it makes our character stronger and gives all the elements that we live and learn in karate. I think it gives it to the outside world, which is a beautiful thing. Schaffst du es, Kyokushin Karate für dich in einem Wort zu verpacken oder wiederzugeben, was es für dich bedeutet? Lebensenergie, Lebensfreude. Das ist es. Ja. Also jetzt ist mir das gar nicht in den Sinn gekommen, spontan. Aber es ist Leben, es ist Life. Also Life. Es ist Energie, es ist Power. Und es ist wirklich Kyokushin mit Power. Also es gibt auf allen Ebenen bringt's Power. Ja. Lebensfreude, das ist es. Dann schauen wir, dass wir das heute noch im Trainingstag verpacken. Ja, unbedingt. Das müssen wir einsetzen. Das müssen wir diese Lebensenergie, die Power müssen wir umsetzen. Okay. Danke vielmals.
And I have a message for the students. Please listen to the senpais and the senseis and yoshians, because they give their efforts for you and they want to make you better karatekas, better people. So never give up karate, because karate is the most rich gem that you have in life you get from karate. So never give up, fight, train hard and do your best. Os. 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 Thank you very much. Os. Erstmal. Os. Os. Okay, da, well done.